mich immer schon total interessiert und deswegen habe ich eine HTL begonnen, die eben einen Informatikschwerpunkt hat und habe dort meine Matura gemacht. Und die Ausbildung dort ist halt total praktisch und ich wollte mehr theoretisches Wissen in manchen Bereichen haben. Und deswegen habe ich gedacht, die Uni und ein Informatikstudium bei der Uni ist das Richtige für mich. Und ja, erwartet habe ich mir eine wissenschaftliche Ausbildung. Also zu Beginn hat man einen sehr, sehr großen Fokus natürlich auf die Grundlagen. Und das heißt in erster Linie natürlich auch Vorlesungen in Richtung Mathematik. Dass das aber wirklich sinnvoll ist und dass man das wirklich braucht, lernt man dann eigentlich auch relativ schnell dazu. Also wenn man beispielsweise die künstliche Intelligenz heute hernimmt, die in aller Munde ist, dann wird man schnell feststellen, dass man gerade Wahrscheinlichkeitstheorie in dem Gebiet sehr, sehr stark braucht. Und das gibt es in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel diskrete Mathematik braucht man dann für IT-Security. Das sind so die ersten Semester und natürlich bekommt man auch einen breiten Überblick über das Programmieren, grundsätzliche Einführung dazu, durchaus auch hardwarenahe. Und viele verschiedene Applikationen werden dann vorgestellt, Datenbanken, Web Technology, Computer Vision, eben Security und im Grunde genommen eine ganze Bandbreite an verschiedenen Dingen. Einerseits natürlich, dass man sehr viel Fachwissen vermittelt bekommt und ein breites Grundwissen aufbauen kann, aber auch, dass man sich persönlich weiterbilden kann und muss, weil die Übungen sind eben selten Einzelübungen und man lernt, wie man im Team arbeitet. Oder man kann sich viele LVs aussuchen und ja, selbst wählen und natürlich muss man das planen und organisieren. Und man lernt schon auch ziemlich viel in Richtung Zeitmanagement. Also einer der prägendsten Momente war sicher während meinem Auslandssemester auf der Universität in Lund. Da habe ich zusammen mit einem Kollegen aus Deutschland, aus München, an einem Projekt gearbeitet. Und am Ende des Tages haben wir ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen von unserem Professor. Und das war deswegen so spannend, weil wir eigentlich relativ viele andere Austauschstudenten von amerikanischen Elite-Unis gehabt haben, die durchaus auch Praktika bei Google oder bei Amazon oder bei diesen großen Playern im Silicon Valley auch gemacht haben. Und da habe ich dann durchaus auch gemerkt, dass das Studium auf der TU Graz sehr, sehr fundiert und auch sehr, sehr gut ist. Also, wie man an Prüfungen herangeht und wie man bei Prüfungen erfolgreich sein kann. Weil nur Lernen hilft einem nicht, man muss das wirklich auch verstehen. Aber gleichzeitig, wenn man zu einer Prüfung hingeht, ohne sich was anzuschauen, nur rein durch Verständnis versucht, die Prüfung zu bestehen, wird das auch nichts. Und es ist wichtig, eine Balance zwischen den zwei Dingen zu finden und das ist nicht immer leicht. Also beim Studieren kommt es halt in erster Linie auf Eigenverantwortung drauf an. Das muss man erst einmal lernen. Im Endeffekt gibt es verschiedene Ansichten. Es gibt Leute, die sehr, sehr schnell studieren. Es gibt andere Leute, die weniger schnell studieren, sich aber reflektierter Zeit für die ganzen Vorlesungen nehmen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder dort sein individuelles Tempo findet, dass man sich einen Plan zurechtlegt am Anfang von einem Semester und den dann wirklich konsequent einhält. Also es ist wirklich alles offen. Ein Doktorat bei der TU anzufangen wäre eine sehr gute Option für mich, würde ich sehr gerne machen. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, in die Industrie zu gehen, vielleicht auch eine Weile im Ausland zu arbeiten. Und ja, es gibt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten.